Ja, also ich habe Kinderturnen gemacht und dann war meine Turnlehrerin krank und ich war bei einer Vertretung und die Vertretung hatte zeitgleich mit dem Kunstradtraining Turnunterricht. Ja, und dann habe ich es gesehen und dann wollte ich es unbedingt auch machen und damals konnte ich noch nicht Fahrrad fahren, beziehungsweise bin noch mit Stützrädern gefahren und dann habe ich das schnell gelernt und dann bin ich ins Kunstrad gekommen. Also das erste Mal auf dem Kunstrad saß ich 2002 aber bis ich dann so richtig angefangen habe mit mehrmals die Woche Training, war es dann so 2003, 2004. Also 2014 war ich Vize-Europameister bei den Junioren und deutscher Vizemeister. Und ja, das waren so meine größten Erfolge bisher. Also ich wohne mittlerweile in Frankfurt und deswegen bin ich in verschiedenen Vereinen. Also ich war jetzt auch schon in Langenselbold, beziehungsweise da bin ich regelmäßig. In Merfelden war ich schon und in letzter Zeit war ich jetzt auch öfter schon in Wiesbaden. Halt so, wie es passt mit Trainingszeiten, Anfahrtzeit, Uni und so weiter. Meine größte Herausforderung bisher war, Handstand zu lernen, einfach weil ich im Vergleich zu manch anderen relativ spät damit angefangen habe, das zu üben. Und wenn man größer ist und schwerer, dann ist es schon mal schwieriger, das überhaupt erst auf dem Boden bzw. auf den Handstandklötzen zu lernen. Und dann war ich eben schon so groß, dass es sehr schwer war, mich zu halten. Und dann habe ich es ohne Halten gemacht und musste mich da so langsam rantasten. Aber ja, sag mal so richtig Handstand stehen habe ich 2012 gelernt. Dann bis ich den Handstand auf dem Boden so einigermaßen drücken konnte, also mit Füßen und Händen auf dem Boden startend und dann aus Kraft hochgedrückt. Das hat dann nochmal so 2 Jahre oder 1,5 Jahre gedauert, bis gut war 2 Jahre. Also es gibt mehrere Faktoren. Also zum einen sind die Materialien natürlich sehr teuer. So ein Rad kostet so 2.500 Euro. Dann ist es schwierig, ein Training aufzubauen, weil du hast 8 Leute, jeder braucht einen gewissen Platz oder 6 bis 8 Leute oder so. Und dann ist die ganze Halle voll. Dann brauchst du aber auch 3 Trainer, um eigentlich richtig mit denen trainieren zu können. Das ist schwierig. Das kann man nicht in der Schule beispielsweise machen. Mit anderen Sportarten kommt man schon in der Schule in Berührung. Und dann ist es auch eine sehr technisch versierte Sportart. Das heißt, man muss sehr viel Know-how mitbringen, damit jemand überhaupt auf ein bestimmtes Level gebracht werden kann. Also in erster Linie sind die beiden oder alle hier meine Trainingskameraden, weil ich zeitgleich mit ihnen trainiere. Aber ich habe auch vor 2 Jahren einen Trainerschein gemacht und ich bin schon länger als Trainer im Bezirk und auch im Landesverband aktiv und unterstütze natürlich auch die Sportler hier bei uns. Also an Wettkämpfen betreue ich die Sportler auch ganz oft und ich zeige ihnen auch gerne im Training was und ja, aber allgemein freundschaftlich, trainermäßig, kameradschaftlich, würde ich sagen. Ja. Und dann versucht man noch mehr Geschwindigkeit auf den Lenker zu bringen. Den so schnell wie es geht zu drehen. Und noch ein bisschen schneller. Und ganz zackig. Zack. Und noch schneller. Das war schon eine Verbesserung zu sehen. Also mein Opa ist mein Trainer und meine Mama und mein Onkel sind auch Kunstrad gefahren und dann war ich halt mal dabei
und es hat halt sehr viel Spaß gemacht. Also meine große Schwester hatte hier in der Halle mal Jazz und dann habe ich sie halt abgeholt mit meiner Mama und habe gesehen, dass sich da Leute aufwärmen wollten, gucken, was sie machen und habe dann mitgemacht. Also ich trainiere 2-mal die Woche, Montag und Dienstags. Ich trainiere 3-mal die Woche, montags, dienstags und freitags. Es ist einfach nur sehr schön, auf einem Rad Kunststücke zu machen. Ich finde Kunstradfahren schön, ich würde auch nicht aufhören, weil es macht halt Spaß und wir sind halt richtig gute Freunde und wir sehen uns im Und ja, wir Training. sehen uns halt sehr oft. Also ich finde, wir sind sehr gut gefahren. Wir haben uns richtig angestrengt. Wir hatten richtig extreme Gegner, die richtig stark waren, nicht, weil wir alleine gefahren sind. Willst du noch was sagen? Ja, ich fand auch alles gut, außer diesen einen Sturz halt bei Vollbehalte, Dornstand und sonst war eigentlich alles gut. Ich bin mit der Antonia sehr gut befreundet und durch sie bin ich halt auch zum Kunstrad gekommen. Es macht Spaß, man kann vieles gewinnen. Ja, also es ist halt mittlerweile jetzt schon relativ lange halt so dabei, es begleitet einen so ein bisschen und es hilft einem halt so ein bisschen abzuschalten von allem, was so in der Schule ist. Und ich bin mittlerweile fast 5 oder 6 Stunden in der Woche in der Halle an 2 Tagen, weil ich jetzt auch schon selbst Trainerin bin. Und von daher ist es halt einfach ein Sport, bei dem man halt ein bisschen von allem anderen abschalten kann. Man hat halt viel Bewegung und ist halt auch viel abwechslungsreicher, als wenn man jetzt zum Beispiel nur laufen geht, weil hier Kopfüber Übungen, das ist halt was ganz anderes, was ganz Neues und deswegen gefällt es mir eben auch sehr seit Jahren. Perfektion, finde ich. Also bei mir muss immer perfekt sein. Und ich bin jetzt im Vierer hingefallen, jetzt bin ich halt selbst sauer auf mich zum Beispiel so. Also wenn es perfekt läuft, dann bin ich glücklich. Und die Spannung muss auf jeden Fall da sein mit den Armen, sonst klappt das nicht so. Also die Herausforderung, was ich jetzt in diesem Sport sagen könnte, würde ich sagen, ist das Durchhalten, die 26 Jahre. Man versucht es halt immer wieder, man kämpft immer gegen sich selbst und das ist das Ganze, was man sagen kann. Ja. Dass diese jungen Menschen lernen, dass es nicht wichtig ist, Erster, Zweiter, Dritter zu werden. Schon das, was man einreicht, zu sagen, das fährt man aus und dann kann man stolz auf sich sein, alles was ist, was das ahnt. Und mein Vater ist Rennradfahrer leidenschaftlich und dann hat er mich in die Halle mitgeschleppt mit 12 Jahren und der hat seine Kinder trainiert, also meistens wird dieser Sport von Eltern trainiert, weil das wirklich ein Einzelsportkampf ist. Und ja, stand ich auf einmal in der Halle bei Frau Seifert, bei meiner ersten Trainerin und die hat gesagt, ich habe gleich mal auf dem Fahrrad gesetzt und gesagt, da fahr mal los. Jetzt hat dieses Fahrrad ja nicht mal bremsen, sondern feststehende Pedale, man gleich gegen die Wand getatzt oder so, aber so blieb man halt dann hängen irgendwo. Ja. Also ich weiß noch, dass ich bei meinem ersten Wettkampf meine letzte Übung nicht freihändig gefahren bin, obwohl ich sie freihändig gebogen hatte. Das weiß ich noch, aber da ich sowieso ohne Konkurrenz gefahren bin, war es nicht so schlimm. Heutzutage bin ich dann doch bei jedem Wettkampf eigentlich wieder aufgeregt. Also selbst bei einer Kreismeisterschaft zeigt sich dann immer eine gewisse Aufregung, weil man es ja auch für sich persönlich auch immer gut machen will.
Also was ich auf alle Fälle jetzt in den nächsten Jahren schaffen will, ist mich für die WM zu qualifizieren. Dafür sollte ich dann auch noch meine Schwierigkeiten ein bisschen erhöhen und da bin ich dann eben jetzt gerade dabei, die Handstände in der Schweizer Ausführung zu lernen. Das bedeutet, dass man vorher eine Feuerüberhalte fährt. Also man streckt die Beine nach vorne, gestreckt waagrecht zum Boden und geht dann mit gestreckten Beinen hoch in den Handstand. Und das bringt deutlich mehr Punkte als das, was ich momentan mache, und damit habe ich dann auch eine realistische Chance, mich für die WM zu qualifizieren. Und ja, das ist jetzt mein kurz- und längerfristiges Ziel. Also das sind im Wesentlichen 2 Punkte. Und der eine Punkt ist, dass es beim Kunstrad so ist, dass man immer wieder über sich hinaus wächst. Also beispielsweise 2012 oder auch noch 2015 hätte ich nicht gedacht, dass ich mal einen Handstand fahre. Oder ich habe zumindest daran gezweifelt, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich aber hart trainiert und bin dran geblieben und letztendlich habe ich es geschafft. Bin also über mich hinausgewachsen, und das ist etwas, was man beim Kunstrad bei einzelnen Übungen haben kann, aber auch wenn man im Wettkampf sich immer weiter steigert oder auch allein im Training. Es ist immer wieder eine Herausforderung und man überwindet immer wieder seine Grenzen, die dann im Endeffekt ja keine waren. Der andere Punkt ist, dass die Gemeinschaft im Kunstrad total besonders ist. Also dadurch, wir verdienen kein Geld und wir machen das alle aus Leidenschaft, und deswegen ist es einfach eine total besondere und schöne Gemeinschaft, und das sorgt natürlich auch dafür, dass man dem Sport erhalten bleibt und sehr lange treu bleibt. Ich kenne die genauen Kriterien gar nicht, um olympisch zu werden, aber ich weiß, dass Kunstrad nicht alle erfüllt, einfach schon dadurch, dass es nicht auf allen Kontinenten bzw. so wirklich nur auf 2 Kontinenten verbreitet ist. Es gibt vereinzelt auch Leute, die den Sport in Kanada betreiben, aber dort haben sich bisher noch keine Strukturen etabliert, und deswegen ist das Ganze schwierig. Und ja, also das ist auf alle Fälle einer der größten Punkte, die dafür sorgen, dass Olympia bisher nur ein Traum ist für Kunstradfahrer.